Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWT Sports. Heute Technik. Ich stehe vor der SWT 207 von Florian. Da hat er sich seinen Traum vom Dakar-Bike verwirklicht. Also sieht man eindeutig die Spuren. Was aber an dem Motorrad richtig geil ist, erzähle ich euch gleich. Dakar-Motorräder haben wir schon mehr vorgestellt. Der Thomas Meyer, der hat sich da ein bisschen spezialisiert und versucht, HPN Dakar-Bikes nachzubauen. Wir haben hier was ganz anderes. Hier ist das Zentralfederbein verbaut, die 1100er Schwinge mit Scheibenbremse, unser Hahnwheels Hinterrad, unsere gefräste Gabelbrücke, unsere Upside-Down-Gabel von White Power mit dem Hahnwheels Vorderrad für KTM. Nur die Optik ist auf Dakar getrimmt. Und genau so stelle ich mir ein Dakar-Bike vor. Warum soll ich heutzutage noch mit Twin-Shock rumfahren? Mit einer Trommelbremse, mit einer schlechten Vorderradbremse, mit einer Gabel, die schon Jahrzehnte überholt ist. Wenn ich ein Motorrad haben kann, im gleichen Look, mit vernünftigem Fahrwerk. Und genau das ist der Traum eines Dakar-Motorrads, den ich eigentlich auch träume. Aber beim 14. Motorrad hat meine Frau, die ich total lieb, einfach mal die Bremse reingeschoben. Was haben wir da wirklich? Also 1000er Motor mit den 40er Vergasern, wird runde 60 PS haben, vielleicht 61, den Wüstenluftfilter, Getriebe 5-Gang, hinten der Antrieb der 1100er, der auch ein sehr geiles Fahrwerk hat. Hier muss ich den Flori ein bisschen ermahnen, also das habe ich vorhin ein wenig so reingesteckt, weil ich da über die Wiese gefahren bin. Die Verlegung des Hydraulikschlauchs, die muss deutlich geschützter sein. Also den baue ich noch ein bisschen um, damit ich beim Einfedern nicht die Bremsleitung wegreiße
oder den Hydraulikschlauch her wegreiße. Aber gut, das ist dann meine Arbeit, die bleibt mir überlassen. Im Heck haben wir den Acerbis Kotflügel Bacher mit dem Dualsport Rücklicht. Nur so ist der Kotflügel Road Legal. Also nur in Kombination mit dem geprüften Rücklicht darf man den auch wirklich fahren. Die Blinker sind unsere 21 Watt Lösung. Die haben wir aus dem Hause Yamaha. 21 Watt funktioniert immer mit dem Original Blinkgeber super. Hier ist ein E-Prüfzeichen drauf mit einem Reflektor, deshalb spart man sich den Reflektor unten. Warum ist das Kabel außen verlegt? Weiß das jemand von euch? Okay, dann verrate ich es euch. Das Kabel da außen kann vom Rad nicht abgerissen werden. Und deswegen ist das eine geschützte Führung. Und so ist es viel besser, als wenn es unten entlang geht. Wir gehen nach vorne. Vorne ist es der Acerbis Nost Kotflügel. Die Gabelschützer könnten wir noch ein bisschen pimpen mit einem schönen Aufkleber von einem Sponsor aus der damaligen Zeit. UFO, passend zur Gabel. Die Lichtmaske, die verbirgt den Scheinwerfer einer R9T. Also ewig geil mit dem BMW-Emblem. Die verkaufen wir bei uns im Shop als Dakar 85. 84 war noch der Herbert Check dran. 85 dann die Firma HPN. Die Instrumenten werden von einem WRP-Lenker gehalten. Der WRP-Lenker ist konifiziert, hat 28,6 mm Durchmesser. Der Lenker hat ein Prüfzeichen. Der hat den Vorteil, dass er unheimlich viele Schläge durch die Konifizierung mit auffängt, flexibel ist und viel stabiler als ein Stahllenker. Ich sehe aber den Nachteil, einen Stahllenker kann ich unterwegs reparieren und den Alulenker muss ich wegschmeißen. Als Schalteinheit haben wir hier vom Renard Speed Shop aus Estland. Sind teuer, aber sehr schön. Gasgriff ist der Ben Hill mit der 13er Bremspumpe, damit auch die Bremse vorne gut funktioniert. Und hier ist die Kupplungslösung mit einem Kupplungsseil. Finde ich für Reisen immer die bessere Version. Von der Bedienung her ist unser Hydraulik natürlich unschlagbar. Sitzbank ist unsere eigene Version, die Dakar 84. Da gibt es auch unser Emblem, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil der Kundenname drauf steht. Und hier seht ihr für mich das Herzstück von dem Motorrad. Das größte ist ja der Tank und das ist auch das, was hier am meisten ins Auge fällt. Unser geprüfter Acerbis 43 Liter Tank. Den hat der Lackierer wirklich schick gemacht. Ich möchte von euch wissen, was meint ihr dazu? Ist es schick, dass der so gebraucht aussieht oder ist es, schreibt das gern drunter. Meine Meinung habt ihr ja quasi schon gehört, aber ich möchte gern von euch wissen, ist es cool oder ist es, wie sagt man da heute, oder ist es weird? Ja, also ich persönlich finde diesen geilen alten Look besonders gut. Sonst gibt es nicht viel zu lügen. Es ist unheimlich heiß, auch mir läuft der Schweiß runter. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in Instagram, Facebook, TikTok oder wo auch sonst. Macht die Glocke an. Bis bald. Euer Manuel Schad von SOD Sports. Ciao.